Ihr lieben Löwen, wir schauen in euren neuen Monat rein. Was kann ich dem Kollektiv der Löwen weitergeben? Um was geht es? Um eine Vollendung. Unten am Deck habt ihr noch die Gottesanbeterin. Also es ist eine Zeit, wo ihr auch sehr in euch geht, wo ihr euch klärt, wo ihr euch verbindet, wo ihr an die Quelle angebunden seid oder euch besser angebunden fühlt überhaupt. Beides sind hochschwingende Energien an sich. Auch eine Zeit, wo ihr sehr viele Antworten findet oder auch kreative Lösungen für einen guten Weg. In dem Pfauenrad ist es auch so sinnbildlich für den Sternenkreis, die Zyklen. Es ist auch so ein bisschen eine Botschaft an die Überwindung der menschlichen Natur. Und wenn der Pfau ins Leben schreitet, dann bringt er viele Möglichkeiten und auch Fähigkeiten, die man nutzen kann. Hier ist sehr viel Öffnung auch. Die eigene innere Führung möchte Kontakt aufnehmen. Es ist immer wieder wichtig, das haben wir hier zweimal, auch innerlich leer zu werden, zu empfangen. Und es geht darum, dass alte Angelegenheiten gelöst werden können, dass man wieder in den Frieden findet und dass man sich öffnet für alles, was kommen kann im Leben, auch für alles Gute. Mit der Gottesanbeterin habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Fähigkeiten richtig einzusetzen, also Sachen, die ihr könnt, für euch einstehen, Verantwortung zu übernehmen für das, was man so tut. Und es ist einfach so ein bisschen die Aufforderung, schließ dich an die Quelle an, empfange Weisheit, lerne zu unterscheiden, wo sieht etwas nur so aus und wo ist etwas wirklich so. Hier ist so im Prinzip eine friedliche Energie und eine viel, viel bessere Angebundenheit. Das heißt, man fühlt sich sicherer auf Gottes Erdboden und man hat so mit etwas Frieden geschlossen. Schauen wir ein bisschen näher, was darf ich weitergeben. Ja, es sind rasche Wechsel oder auch Möglichkeiten, einen Weg zu korrigieren. Das ist hier gut, denn die Sense haut direkt in die Blockade rein und das ist die Ausgangsposition. Da nimmt sozusagen Fahrt auf, was vorher nicht richtig lief oder wo es Hindernisse jeglicher Art gab. Es kann auch sein, man überwindet Blockaden, die mit Verletzungen zu tun haben oder hatten. Ihr habt hier die Blumen mit dabei, da ist irgendwie eine positive Ausrichtung. Ne? Man hat auf der bewussten Ebene auch das Gefühl, etwas geht gut aus. Ne? Man guckt wieder an die Geschenke des Lebens hin. Es kann ja eine Angelegenheit sein, die euch am Herzen liegt, oder es kann um Liebesdinge gehen oder tatsächlich auch, dass man hinterfragt, wo sind denn meine Verletzungen, wo sind meine Hindernisse, was darf hier wieder aufblühen, was mache ich noch mit Liebe und wo ja, bin ich halt gerade so, weil ich da sein muss oder weil ich da stehen muss. Hier ist in der jüngeren Vergangenheit der Lebensbaum gefallen, der Baum. Möglicherweise gab es Hindernisse im Bereich der Vitalität oder keine Wachstumsprozesse mehr oder auch Aufgaben, die das Leben einem gestellt hat, lange Zeiträume, wo sich nichts bewegt hat. Möglicherweise geht es hier auch um Freundschaften. Es kann sein, dass aus Freundschaft Liebe wird oder dass man hier wieder so das Umfeld so gestaltet, dass man Menschen um sich hat, die herznährend sind. Es geht tatsächlich aber auch um eure eigenen Werte. Ne? Seid euch selbst der beste Freund.
Für einen oder anderen könnte ein Haustier wichtig werden, in diesem Fall vielleicht auch ein Hund. Man guckt so langjährige Sachen an, ne? Man zieht auch Bilanz, wie ist mein Umfeld bestellt. Möglicherweise wird auch ein Mensch sehr wichtig für euch werden. An sich ist es so, das finde ich jetzt hier sehr schön, an den Dingen, an denen ihr gearbeitet habt, auch da, wo man immer wieder gegen geschlossene Türen rennt, habt ihr hier die Stabilität drin. Also es sieht so aus, dass ihr vielleicht sehr viel arbeitet oder an den Dingen arbeitet, aber gleichzeitig habt ihr hier auch ein gutes Fundament geschaffen. Es kann ja auch im Arbeitsbereich sein, dass hier Wenden kommen, dass man etwas findet, was man mit Herzblut wieder macht. Dass Kollegen eine Idee haben oder auch das Kollegenumfeld tatsächlich stabilisierend wirkt. An sich ist der Anker in eurem eigenen Haus schon auch das gute Fundament, auf das man baut, die Ausgeglichenheit. Das Umfeld sieht man hier doppelt. Es geht vielleicht auch um häusliche Situationen, die Arbeit von zu Hause aus oder aber Arbeit und Umfeld unter einen Hut zu bringen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt so eine Phase nächsten Monat, wo ihr sehr viel geerdeter seid, wo ihr so emotionale Dinge, die euch auch als Hindernis im Weg gestanden haben, irgendwie auflösen könnt. Die Intuition ist sehr hoch, das entspricht wieder diesen zwei Karten. Und hier haben wir den Bären. Es kann ja jetzt sein, dass ihr eine Person habt, die euch neue Gelegenheiten mitbringt. Es geht ja auch sehr viel ums emotionale Aufblühen im beruflichen Bereich, im häuslichen Bereich. Es kann ein Ratgeber sein, eine Cheffigur, eine Vaterfigur. Es ist so, dass ihr irgendwie besser ins Vertrauen kommt, dass ihr euer eigenes Schicksal gut anschaut, dass ihr erkennt, wo es Verstrickungen gibt, weil es sie eben nun mal gibt. Und irgendwie wachst ihr dahin, dass ihr eure eigene Größe ein bisschen besser im Blick habt oder ja, einfach auch dieses Vertrauen, das man haben muss in die Werte, ne? Treue, Freundschaft, Loyalität, das Überwinden von Hindernissen jeglicher Art. Hier sind gute Möglichkeiten im häuslichen Bereich oder aber auch im Arbeitsbereich, Geschenke einzufahren, eine Blockade hinter sich zu lassen, die länger gedauert hat und auch ein Gleichgewicht in der Liebe wiederzufinden, ein Aufblühen, ein Drüberwachsen über Verletzungen auch. So, schauen wir, welche Pflanze hier noch mitgeht. Das ist auch wieder so passend. Ihr habt hier eine mordsgeistige Öffnung. Hier lichten sich die Schleier. Man guckt so hinter die ganzen Szenarien. Alles ist mehr verbunden, nicht mehr so getrennt voneinander. Und unterm Deck habt ihr noch das Medesüß. Da geht es darum, dass es so eine Übergangsphase ist. Sieht man auch hier, ne? Neue Freundschaften, neue Menschen, neue Liebesbeziehungen. Und die Karte sagt einfach, versüße dein Leben. Mach es dir schön, hol dir etwas zurück, genieße etwas. Ihr dürft Prioritäten setzen, vielleicht auch euch an erster Stelle. Und unterm Deck habt ihr noch, dass ihr Ballast abwerft. Also wunderschön. Ich glaube, es ist ja auch vor allem emotionaler Ballast und auch die Schwierigkeiten an sich, die das Leben einem so bietet. Eine gute Situation auch, wo das Schicksal sich dreht. Liebe Löwen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.